Sabel? Hallo, ich bin's. Hey, Christian. Ich habe auch schon versucht, dich anzurufen, aber da war immer nur die Mailbox dran. Ach ja, ich hatte keinen Empfang. Was machst du denn gerade? Ach, nichts Besonderes. Ich muss gleich ins No Limits. Aber erzähl du lieber mal, wie ist denn das Wetter bei euch? Ach, Olli, willst du jetzt wirklich über das Wetter reden? Nein, eigentlich möchte ich nur wissen, wie es dir geht, was du machst, wenn du endlich zurückkommst. Es bleibt doch bei morgen, oder? Du, ich musste meinen Flug nochmal umbuchen. Was kommt das denn? Hört mal, da ist jemand an der Tür. Überraschung? Ich habe keinen Tag länger ohne dich ausgehalten. Ich auch nicht ohne dich. Jedenfalls habe ich nicht das Gefühl, dass Bella ihr das jemals verzeihen wird. Das heißt, sie redet jetzt gar nicht mehr mit Charlie? Doch, wenn sie sich im Flur treffen, sagt sie Hallo, aber das war's dann. Da ist sie extra nach Düsseldorf gekommen, um ihre Mutter zu finden. Sie ist gerade einfach zu verletzt. Das muss echt die Hölle für sie sein. Für Charlie natürlich auch. Du sitzt genau zwischen den Stühlen. Ich würde den beiden so gern helfen. Aber wann immer ich mit dem Thema anfange, macht sie dicht. Ich bin froh, dass ich doch zurückgekommen bin. Klingt ja fast so, als hättest du mit dem Gedanken gespielt, da zu bleiben. Ach, Quatsch. Nein, ich meine, ich bin nur doppelt froh, dass ich wieder da bin, damit du mit der Sache nicht alleine bist. Ich bin auch froh, dass du wieder hier bist. Wie war's überhaupt? Du hast noch gar nichts erzählt von deiner Reise. Gut, ich habe die Stute nach England gebracht und jetzt bin ich wieder da. Gut, das war die Kurzfassung. Wie ist die Langfassung? Es gibt nicht mehr zu erzählen. Ich dachte, das ist so ein tolles Gestüt da drüben. Ist auch bei der Abreise so geschwärmt. Das ist auch toll, aber hier ist es noch toller mit dir. Wer war denn das? Ach, keiner. So, jetzt will ich was trinken. Offiziell bin ich ja noch gar nicht da. Also, was möchtest du haben? Kaffee mit Zucker. Gut, komm sofort. Es tut uns leid, dass wir jetzt erst da sind, aber Marlene musste sich dreimal umziehen, bis sie endlich zufrieden war. Das stimmt überhaupt nicht. Hallo. Rebecca hat stundenlang nach dem passenden Schuh gesucht. Ach, ich glaub dir kein Wort. Warum bist du eigentlich schon wieder hier? Wolltest du nicht erst morgen kommen? Ja, ich hab's nicht länger ausgehalten mit den Engländern. Zum Glück für Olli. Und für uns, der war kaum noch auszuhalten ohne dich. Das hab ich mir auch gedacht. Hi! Hey! Na? Ich glaube, ich habe den falschen Job. Habt ihr alle nichts zu tun? Ja, ganz im Gegenteil. Nächste Woche ist das Hey, du bist doch schon zurück. Wie war es bei den Engländern? Hm? Alles gut geklappt? Ich hab nur Gutes von dir gehört. Erzähl ich dir später. Okay. Was? Wir sehen uns doch gleich im Stall und ich muss jetzt noch wohin. Ihr wisst schon. Ja, ich muss dann jetzt auch los. Stimmt ja, ich auch. Okay. Tschüss. 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 Und ja, da waren es nur noch 3. Wieso gehen die denn jetzt alle? Keine Ahnung. Ja, sollen wir uns zum Frühstück an den Tisch setzen oder sollen wir hier bleiben? Oder einfach reden? Was ist mit Christian los? Luke? Wer ist denn Luke? So neugierig bist du wohl überhaupt nicht. Keine Ahnung, noch nie gehört. Solltest du aber. Der Typ hat in den letzten 2 Stunden schon 5-mal bei Christian angerufen. Habt ihr schon bestellt? Nee, ich wollte noch was mit dir besprechen. Okay. Gibt es irgendwas, was du mir erzählen musst, was in England passiert ist? Was soll passiert sein? Ich weiß nicht, vielleicht, weil du den Anruf weggedrückt hast. Ach, das war nichts. Ist nichts wahr, warum ruft mir dieser Luke dauernd an? Hast du mit dem Handy rumgestöbert? Rebecca. Ja, ist auch egal, wer ist denn Luke? Du bist ja total eifersüchtig. Luke ist eigentlich Mrs. Luke, die Besitzerin von dem Gestüt, wo ich war. Und sie hat mir einen Job angeboten. Was hast du gesagt? Ja, was wohl? Natürlich nein. Aber sie gibt ja offensichtlich nicht auf. Sie ist auch sehr hartnäckig, ja. Was ist denn ein guter Job? Ein sehr guter Job. Nur nicht für jemanden, der in Düsseldorf lebt und auch unbedingt hier sein will. Bei dir. Und jetzt lass uns endlich was essen. Ich habe Mordshunger und das wäre keine gute Werbung für dich, wenn ich hier umkippe. Okay?
wollen dich als Pferdetrainer? Wow. Haben die da keinen Trainer? Ich meine, wenn man sich so teure Rennpferde kauft, hat man doch auch einen Trainer. Die haben sogar den besten. Jack Stone. Ist das nicht dieser Pferdeflüsterer, von dem du immer sprichst? Von dem habe ich auch mal was gelesen. Das ist doch sogar ein Buch von dem, oder? Ja. Darf ich da Löffel? Ja, du, aber eins verstehe ich nicht. Also, wenn die so einen tollen Trainer wie Jack Stone haben, ich meine, warum brauchen die einen zweiten? Haben die so viele Pferde? Gar nicht so viele, aber die haben ziemliche Probleme mit dem Zuchthengst und ich kam mit dem klar. Und da hat mir Jack Stone angeboten, ob ich sein Assistent werden will. Klingt ja nach einem richtig coolen Job. Und für wie lange? 4 bis 5 Monate. Hey, das ist ja gar nicht mal so lange. 4 bis 5 Monate, das geht super schnell rum. Für mich aber zu lange. Und außerdem müsste ich sofort anfangen. Naja, es hört sich aber so an, als könntest du eine Menge lernen. Sag mal, wollt ihr mich loswerden oder was? Nein, ich frage mich nur, wieso du dir so eine tolle Chance entgehen lassen willst. Das frage ich mich langsam auch. Weil ich hier nicht weg will. Ich habe hier alles, was ich brauche. Und alles, was mich glücklich macht. Hey, das sind die Papiere von Cheyenne. Mir wird's in England gut gehen. Hagen, wegen vorhin. Tut mir leid, dass ich da so ein bisschen kurz angebunden war. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit Mrs. Luke. Setz dich doch. Was wolltest du denn mit mir darüber reden? Du kannst nicht einfach so nach England. Du stehst bei mir unter Vertrag. Ich wollte sowieso nicht fahren. Warum nicht? Das ist eine Riesenchance. Das Gestüt von Mrs. Luke ist eins der besten, die erfolgreichsten Rennpferde kommen aus ihrem Stall. Und wenn du dann noch jemanden wie Jack Stone über die Schulter schauen kannst. Christian, so eine Gelegenheit bekommst du vielleicht nur einmal im Leben. So sehr es mir wehtun würde, dich ziehen zu lassen, ich würde dich auf jeden Fall dafür freistellen. Nicht nötig. Ich bleibe hier. Ich kann Olli jetzt nicht allein lassen. Wir reden hier über ein paar Monate. Und danach steht dir alles offen. Hagen, was bringt mir der tollste Job der Welt, wenn ich dafür meinen Partner im Stich lassen muss? Würdest du Dana monatelang allein lassen, wenn es ihr nicht gut geht und du wüsstest, dass sie dich gerade ganz besonders braucht? Nein. Also, wenn sonst nichts ist, ich muss wieder los. Findest du es nicht komisch, dass er den Job ausgeschlagen hat? Eher romantisch. Er hat dich anscheinend so sehr vermisst, dass er sich nicht vorstellen kann, so lange auf dich zu verzichten. Oder er denkt, dass ich nicht so lange auf ihn verzichten kann. Und warum sollte er das denken? Er hat dafür ein paar Andeutungen gemacht. Von wegen, dass er mich gerade jetzt nicht allein lassen kann. Und mit gerade jetzt meint er die Situation mit deiner Halbschwester und deiner Tante. Und? Hat er recht? Natürlich wäre es schöner, wenn er hier ist, aber ich kann doch nicht zulassen, dass er meinetwegen so eine Chance sausen lässt. Aber das heißt dann für die nächsten Monate Fernbeziehung. Ja, was heißt das dann wohl? Und was willst du jetzt machen? Ich meine, wenn Christian sagt, er will den Job nicht, dann kannst du ihn ja schlecht zu seinem Glück zwingen. Nein. Aber ich kann auch nicht zulassen, dass er mich zu meinem zwingt. Hey. Hey. Gut, dass du kommst. Wir haben noch einiges zu erledigen. Haben wir? Was denn? Ja. Frische Sachen packen, Flug buchen. Dann noch was nicht ganz jugendfrei ist. Welchen Flug? Deinen. Ich habe noch mal die Verbindung gecheckt. Um 18 Uhr geht ein Flug nach London. Ich hab dir doch gesagt, dass ich den Job nicht will. Und ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du ihn sehr wohl willst. Dass du nur meinetwegen absagst. Das klingt ja fast so, als könntest du dir nichts Schöneres vorstellen als ein paar Monate lang Fernbeziehung. Glaub mir, ich kann mir sehr viel Schöneres vorstellen. Aber auch Schlimmeres. Zum Beispiel den Gedanken, dass du so eine tolle Chance sausen lässt, nur weil du denkst, dass du mich nicht allein lassen kannst. Was, wir sind verheiratet. Da ist man auch in schlechten Zeiten für seinen Partner da. Und in guten. Ich will, dass du eine gute Zeit in London hast. Dann als der weltbeste Pferdetrainer zurück nach Düsseldorf kommst. Christian, ich pack das hier schon. Sicher? Ganz sicher. Weil ich am glücklichsten bin, wenn du auch glücklich bist. Und jetzt küss mich endlich, bevor ich es mir doch noch mal anders überlege.
allein mit Olli und 2 Frauen, wenn ich mir das nur ausmale. Wahrscheinlich kommst du in ein paar Monaten wieder und die haben mir das Biertrinken und Stehenpinkeln abgewöhnt. Andi, so lange kann ich gar nicht wegbleiben, dass die das schaffen. Außerdem verstehst du dich doch ganz gut mit Bella, oder? Komm, lass stecken. Ich habe schon kapiert, was da läuft. Hey, Christian, das ist ja schön, dass du extra vorbeikommst, dass wir uns von dir verabschieden können. Ich wollte ja auch ein bisschen länger bleiben, aber Olli hat mich quasi gezwungen. Ja, weil du so ein Typ bist, den man eben zu seinem Glück zwingen muss. Ich vermisse dich jetzt schon. Jungs? Ist er noch da? Oh, komm her. Hey. Mensch, Christian, wir werden dich total vermissen. Kann ich mich nur anschließen. Komm heile wieder, ja. Und da wir ja alle wissen, wie das Wetter in England ist, haben wir dir den noch besorgt. War zwar ein bisschen kurzfristig, aber es haben tatsächlich alle unterschrieben. Ach, und einen dicken Kuss von Charlie. Sie war ganz traurig, dass sie sich nicht persönlich von dir verabschieden kann, aber sie hat unterschrieben. Leute, ich bleib nur ein paar Monate weg. Aber ich werde euch auch vermissen. Wann geht denn dein Flug? 2 Stunden, ich muss gleich los. Ich hasse Abschiede. Und du pass mir auf deinen großen Bruder auf. Mach ich. Versprochen. Sag mal, warum wollte Christian eigentlich nicht, dass wir ihn zum Flughafen bringen? Vielleicht, weil er weiß, dass ich Abschiede am Flugzeug hasse. Oder er hat sich geschämt, weil du immer Rotz und Wasser heulst. Ui, was ist denn hier los? Ich habe versucht, dich anzurufen. Christian ist weg. Ja, ich weiß, nach England. Aber der kommt doch morgen zurück. Nein, aber das erkläre ich dir später. Warte mal, Olli. Soll ich dir eigentlich erst morgen geben? Kekse. Ja, von Christian selbst gemacht. Hast du gewusst, dass dein Mann Glückskekse backen kann? Einen für jeden Tag, den er nicht da ist. Hält dann so eine Woche. Er meinte aber, er schickt welche nach. Wusste doch, dass Andi die Dinger heute schon rausrückt. Weit ist er aber nicht gekommen. Was machst du denn noch hier? Ich dachte, du bist auf dem Weg zum Flughafen. Olli, noch kann ich England absagen. Auf keinen Fall. Wir packen das. Wirklich? Wirklich. Eigentlich wollte ich auch nur noch einen Kuss. Ich liebe dich. Und ich liebe dich.